Okay, wir sind im ersten Teil von unserem kleinen Warming-up. Bevor wir starten, möchte ich euch noch ein bisschen was zur sitzenden Haltung erklären. Michael wird das Ganze für euch sitzend machen und er wird das kurz zeigen, kurz demonstrieren. Ihr seht, er sitzt ganz weit auf der Stuhlkante, ja, sodass man wirklich schön aufrecht sitzen kann. Ja, er hat den Rücken schön gerade, Brustbereich ist entspannt, gelöst, locker, die Füße parallel und die Knie 90 Grad Winkel in etwa. Genau. 90 Grad. Nach unten. Okay. Denkt noch daran, dass ihr immer die Idee habt, am Scheitelpunkt so ein bisschen nach oben aufgerichtet zu sein. Gut, dann können wir starten. Die erste Übung aus unserem Aufwärmprogramm. Wir bringen das Gewicht schön auf ein Bein und drehen mit dem Knie schöne Kreise. Wenn die Prothese das ein bisschen behindert, dann geht eher in eine Bewegung aus dem Becken heraus. Richtungswechsel. Und das Bein wechseln. Wenn ihr es im Stehen macht, erst wieder so leicht reinsetzen und dann können wir starten. Das meiste Gewicht ist auf meinem Standbein. Auch hier einen Richtungswechsel mit einbauen. Okay, super. Nächstes, schulterbreiter Stand. Die Knie dürfen leicht gebeugt sein, wenn das die Prothese zulässt. Und einfaches Hüftkreisen. Auch hier Richtungswechsel. Ihr könnt das Ganze natürlich auch immer etwas länger machen. Okay, super. Die Halbmondstellung. Auch hier bleiben wir im schulterbreiten Stand. Lassen die Arme langsam nach oben steigen. Gehen so ein bisschen nach hinten und beugen uns dann zur Seite. Atmen nicht vergessen. Immer wieder ausatmen, loslassen. Und wir wechseln die Seite. Okay, zurück zur Mitte und jetzt gehen wir noch nach vorne. Achtet jetzt darauf, dass die Beine gestreckt sind, der Rücken gerade und ihr so weit wie möglich nach unten geht. Im Sitzen funktioniert das auch super. Kurz halten und jetzt beugen wir die Knie und drücken uns aus den Fußsohlen langsam wieder nach oben. Okay, geben uns 1-2 Sekunden Zeit und gehen in das Schulterkreisen, in die nächste Übung. Okay, auch hier wieder leicht gebeugt in den Knien. Und wir fangen nach hinten an. Der Schwerpunkt bleibt nach unten gesunken. Und die Schultern bewegen sich ganz befreit, ganz entspannt, gelöst. Richtungswechsel.
Okay. Gut, nächste Übung. Wir machen etwas für die Finger, für die Handgelenke. Den Arm nach vorne gestreckt und wir ziehen die Fingerspitzen ran. Schauen, dass die Schulter schön unten bleibt. Und gehen langsam raus aus der Position, drehen die Handfläche nach oben und greifen mit der anderen am mittleren Fingergelenk. Okay. Auch hier wieder ein paar Sekunden halten. Bevor wir uns dann um die andere Hand kümmern. Schulter fällt, Arm ist gestreckt, die Fingerspitzen ranziehen. Okay, Handfläche dreht nach oben. Und gleiches Spiel auf der anderen Seite. Okay, super. Kurz ausschütteln, kurz lockern. Und wir gehen in die nächste Übung, in das Handgelenkskreisen. Lasst schön die Ellbogen fallen. Und die Knie nochmal leicht gebeugt, dann ist der untere Rücken auch ein bisschen lockerer. Und los geht's. Auch wenn es vielleicht ein Tick schneller ginge, versucht langsam, mit viel Aufmerksamkeit, mit viel Gefühl die Bewegung zu machen. Und für die Profis, die können sogar so ein bisschen die Körpermitte mitspielen lassen. Und auch hier bauen wir einen Richtungswechsel ein. Meist ein Tick komplizierter, aber für euch sicher kein Problem. Okay, sehr schön. Ausschütteln. Den Kopf seitlich ziehen heißt unsere nächste Übung. Dafür ganz leicht den Kopf tatsächlich zur Seite nehmen. Und wichtig ist die freie Hand. Die Fingerspitzen ziehen nach unten. Der Arm wird immer länger. Und auch hier wieder ein paar Sekunden halten und dann wechseln. Zur anderen Seite. Gut, sehr schön. Wir kommen wieder zur Mitte zurück. Wir können uns auch hier nochmal lockern. Das ist immer ganz wichtig. Bevor wir in die nächste Übung gehen, den Himmel tragen. Den Himmel tragen, das ist eine Übung, die ist sehr gut für die Schultern, für die Gelenke am Arm. Die Hände verschränken sich vom Oberkörper, vor der eigenen Körpermitte. Und mit dem Einatmen rotieren die Arme langsam nach oben. Und mit dem Ausatmen geht es wieder seitlich nach unten. Okay, wir machen das noch 2-3 Mal. Für euch zu Hause wäre das natürlich kein Problem, wenn ihr das länger macht. Einatmen, wenn die Arme steigen und wieder ausatmen. Okay, super gut. Ausschütteln, lockern. Wie gesagt,
ist ein bisschen verkürzt. Ihr könnt das länger machen, dann habt ihr auch einen größeren Nutzen von. Die nächste Übung kümmert sich um das Thema Balance. Und zwar, der goldene Hahn steht auf einem Bein. Dafür müsst ihr zuerst das Gewicht schön auf ein Standbein bekommen. Die Hände sind für die Balance da. Und ihr könnt euch mit den Augen auf einen Punkt konzentrieren, der ungefähr 2-3 Meter am Boden entfernt ist. Und ihr versucht jetzt einfach das Bein hochzunehmen. Und wieder absetzen. Sollte das mit Prothese ein bisschen schwieriger sein, dann kann man sich auch am Stuhl festhalten. Ja? So, wenn das für dich. So, andere Seite natürlich, auch hier wieder beidseitiges Arbeiten. Wieder Wechsel. Wir machen das auf jeder Seite zweimal. Erst stabil stehen, dann das Bein hochnehmen. Und wir möchten euch zu Hause natürlich auch ein bisschen fordern und fördern. Wir nehmen jetzt den Arm dazu. Das heißt, wenn mein linkes Bein nach oben geht, nehme ich den linken Arm ebenfalls mit nach oben. Halten das wieder kurz und setzen ab. Auch hier nochmal Wechsel. Gut, sehr schön. Das soll es schon gewesen sein, was den goldenen Hahn betrifft. Wir haben eine letzte Übung für euch zum Aufwärmen. Und zwar nennt die sich der Krieger. Dafür schaut ihr, dass ihr die Füße parallel haltet und gerade nach hinten setzt. Es soll in der Wade ein bisschen ziehen. Das Gewicht kann nach vorne verlagert werden und hinten die Ferse drückt in den Boden. Die Hände können wieder für die Balance so ein bisschen genutzt werden. Und dann kurz genießen. Und schon wechseln wir wieder. Bleiben gleich im Parallelstand. Hinteren Fuß gerade nach hinten setzen. Sehr schön. Gut. Bisschen lockern. Und das war's zum Anfang mit unserem Warming-up. Wir sagen für den ersten Teil schon mal Tschüss. Nehmen wieder die rechte Hand zur Faust, die linke darüber und verbeugen uns leicht